Moin meine Lieben, in der letzten Zeit gab es sehr viel PlayStation VR 2 Content, aber ich habe das gute Stück nicht vergessen. Ja? Es hat mich immerhin auch 6 Wochen in Indonesien begleitet und ist da zu meiner Mobile-Brille geworden. Und was vor allen Dingen bemerkenswert war, während ich in Indonesien war, hat ja AMVR ein alternatives Face Gasket rausgebracht und ich konnte mir das nicht angucken. Dann gab es chinesisches Neujahr und hast du nicht gesehen und bababa. Jetzt endlich ist bei mir ein Paket anbekommen von AMVR. Mache ich mal so. Dem VR Face Cover, dann tatsächlich diesen lustigen Haltegriff-Dingern und super witzig, den Tischtennis-Controller. Das wird nochmal eine richtige Geschichte. Das Ding hier find ich ganz interessant, ja. Das macht ja an die Controller so ein Index-Benzel, dass ihr die Hände loslassen könnt und dann fällt der Controller nicht aus der Hand. Über das hier freue ich mich richtig. Das wird so super. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen wisst. Meine Freundin ist Tischtennis-addicted. Das einzige VR-Spiel, was sie hier auf der Playstation jemals gespielt hat, war Tischtennis, ja. Und sie hat das richtig gesuchtet. Das war schon fast schräg. Also, das werden wir diesmal richtig feiern. Das ist auch zertifiziert für 11 Table Tennis auf der Pico. Das werde ich richtig mit Isabella testen, ja. Die wird damit spielen und uns dann sagen, wie das Gefühl ist. Für jemanden, der einfach nur Tischtennis spielt und nicht ständig an VR rumhängt. Ganz interessant. Das Wichtigste und Interessanteste für mich jetzt erstmal ist aber das Cover. Das würde ich jetzt mal ausprobieren. So. Hier ist drin. Oh, mit einem, ich schätze mal, Linsenputztuch dabei. Das ist sehr komfortabel. Das hatte nicht mal die PlayStation VR 2 für 600 € dabei. Ja, so sieht das aus. Muss man auch mal erwähnen. Kleine Tüte. Und da ist das gute Stück. Alright. Guckt euch das mal an. So sieht es aus. Das ist jetzt klassisch mit so Kunstleder. Wirkt erstmal sehr weich. Aber ich habe ja auch schon in der Praxis rausgefunden, zum Beispiel bei Quest, sehr weich ist auch nicht immer gut. Ja? Beeinträchtigt auch die Stabilität des VR-Headsets. Ja? Ich bin sehr gespannt. Also macht jetzt hier in der Hand erstmal einen guten Eindruck. Ich bin tatsächlich nicht so der Typ für diesen Nasenflabel. Den werde ich mir wahrscheinlich rausnehmen. Ja, ist Geschmackssache, ob man hier sowas rumtüteln lassen hat. Ich lasse es erstmal dran. Hier sind auf jeden Fall so Lamellen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennen könnt. Ja, wenn ich sie im richtigen Winkel halte, kann ich da durchgucken. Also da geht Frischluft rein. Das ist auch nicht das Schlechteste. Hier unten ist es auch nochmal zur Belüftung. Und das ganze Ding kann man einfach abziehen mit Klett und dementsprechend easy reinigen und so weiter. Das macht doch alles einen ganz guten Eindruck. Zur Montage. Das ist ja normalerweise magnetisch, ne? Ja. Lässt sich super easy tauschen. Ich bin mal gespannt, was er jetzt dazu sagt. Das ist ganz komfortabel. Also auch hier magnetisch. Zack. Nicht ganz so snappy wie das Original, aber im Prinzip geht er rein und dann sitzt er hier erstmal fest. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde die mal anschalten auf jeden Fall und wirklich direkt so richtig durchgucken. Okay, man merkt jetzt schon, dass es ein bisschen neu ist. Ein bisschen anders. Ich hatte jetzt die Pico tatsächlich eine Woche oder fast 1,5 Wochen überhaupt nicht mehr auf. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass das Original-Gasket halt doch immer hart ist. Ne? Das ist so ein Ding, man gewöhnt sich mit der Zeit an. Das hier ist jetzt sehr weich, aber tatsächlich stört mich gerade der Nasenfluppe. Muss ich nochmal gucken, wo ich den am besten hinsortiere. Bei mir ist jetzt alles im Moment absolut blickdicht. Ja? Ich kann nirgendwo mehr Licht durchlassen. Ich habe hier Einlegelinsen drin, das wisst ihr, deswegen stört auch kein Brillenbügel oder sonst was. Das Einzige, was mich gerade echt ein bisschen irritiert ist noch der Nasenfloppel da drin. Der sitzt mir irgendwie jetzt noch zu komisch. Wartet mal. Hier, dieses Teil. So, das ist mir gerade sehr merkwürdig, aber wie ihr gesehen habt, ich habe den am Original auch nie dran gemacht. Ich mache das jetzt tatsächlich auch mal ab. Dann sieht es halt so aus. Ja, da sieht man gut meine Einlegelinsen. Es ist wesentlich weicher. Es ist sehr angenehm. Allerdings ist es hier bei mir an der Nase jetzt ein bisschen enger als gewohnt. Der stößt hier an meine Nase an und ich habe eine ästhetische Beschwerde. Ja, ich mag nämlich, wenn das am Headset möglichst viel hell ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass das schwarz ist. Ich habe die Polster jetzt ein bisschen mit dem Klett anders verteilt. Jetzt drückt es nicht mehr auf die Nase. Da muss man ein bisschen rumfummeln, glaube ich, bis man so den richtigen Wert für sich hat. Und jetzt habe ich es auf dem Kopf. So, macht tatsächlich erstmal einen sehr guten Eindruck. Im ersten Eindruck fühlt sich hier alles schön weich und angenehm an, aber man merkt wirklich erst beim Spielen und dann auch auf längere Sicht, wie das Leder zum Beispiel auf der Haut sich dann wirklich anfühlt. Ja? Wird es schwitzig oder nicht? Oder gibt es dann hier auch Punkte, die nach einer Zeit drücken? Das Ding hier ist nämlich nicht von ungefähr so hart, ja.
Auch wenn man durch ein weicheres Polster am Ende des Tages dann hier auf der Plastikschale aufliegt, kann es sein, dass es mit der Zeit dann auch drückt. So, das werde ich alles rausfinden. Ihr werdet gar nichts davon mitbekommen, denn dieses Video geht einfach in dem Moment weiter, wo ich das schon rausgefunden habe. Wir haben irre Zeiten, ne? Ich kann einen Zeitsprung machen. Eine Woche später, ich glaube sogar mehr als eine Woche. Und ich habe das jetzt ein Weilchen benutzt. Jetzt wollte ich euch mal natürlich mein Fazit erzählen. Ja. Man kommt nämlich im Verhältnis zum Originalcover mit diesem Ding unter anderem auch näher an die Linsen. Ich, Magnetismus, habe aber hier Einlegelinsen drin. Ja. So, und genau diese 3, 4, 5 Millimeter, die jetzt meine Linsen dicker sind als vielleicht eure, bin ich zu nah dran durch das Cover hier. Ja. Das habe ich wiederum ausgeglichen, indem ich den Original Brillenspacer hier eingefügt habe. Ich will ihn jetzt nicht rauspulen. Ja. Dieser Abstand, den habe ich dadurch wieder ergänzt, damit ich nicht direkt mit den Augen an den Linsen festmatsche. Ja, kein Scheiß. Man ist nämlich sehr, sehr dicht dran, was normalerweise cool ist, weil hat man auch mehr vom Field of View etc. Jeder hat die Augen anders. Ihr könnt auch schauen, ob das bei euch geht. Ich muss mir den Spacer wieder drunter machen, damit ich nicht zu nah dran bin. Wenn ihr keine Einlegelinsen habt, aber Brillenträger seid, dann kommt man in dieses Pooh-Cover mit der Brille zwar immer noch rein, aber nicht mehr ganz so free wie mit dem Original Face Gasket. Muss man auch mal nochmal ganz klar sagen, wenn das die Art und Weise ist, wie ihr VR spielt. Hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel Platz wie bei dem. Wenn ihr ernsthaft Pico 4 spielt, habe ich ja jedem schon empfohlen, holt euch so eine Einlegelinse. Die sind einfach Granate. Und man hat überhaupt gar keinen Stress mehr und nicht zerkratzt. Das ist sowieso toll. Zu dem Ding selber. Tatsächlich, die Lüftungsschlitze etc., die machen einen guten Job. Also ich habe darunter noch nicht geschwitzt. Leder fühlt sich definitiv anders an als der Stoffbezug. Ja, ich muss sagen, ich bin fast eher so ein Stofffreund. Dafür ist das natürlich aber pflegeleichter. Ja? Man kann es ja auch abtrennen. Und wenn ich die Brille jetzt mit anderen Personen teilen möchte, würde ich auf jeden Fall das Cover nehmen. Dadurch, dass ich ein Stück mehr reinkomme in die Brille, entsteht bei mir jetzt auch noch das Problem. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie einen großen Zinken habe. Ich merke jetzt die Linsen der Brille rechts und links ein bisschen mehr. Ja? Also irgendwo hier fängt meine Nase an zu stoßen. Ich war vorher weiter weg mit dem Originalcover und habe das Problem nicht gehabt. Darüber muss man sich bewusst sein. Wenn ihr wirklich einen großen Zinken habt, dann ist vielleicht dieses Ding für euch gar nicht so eine gute Möglichkeit. Was es aber auf jeden Fall erfüllt, ist, dass es bequemer im Gesicht ist. Ja? Einfach auch, weil es eine breitere Auflagefläche hat. Ihr könnt das mal hier vergleichen. Die Stirnseite ist halt sehr breit und an den Seiten ist es auch einfach breiter als bei dem Original. Das läuft relativ spitz zu. Und ich weiß, das klingt jetzt bescheuert, aber bei mir liegt die Brille tatsächlich so ganz unsichtbar im Bücherregal. Und mit dem neuen Gasket kriege ich sie dann nicht mehr so gut runtergeschoben. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen quetschen immer. Ja, es geht vielleicht nur mir so, also es ist kein K.O.-Kriterium. Aber für Leute, die gerne alles wirklich Ton in Ton haben wollen, muss ich sagen, ich hätte das Ganze gerne in so einem hellen Grau gehabt. Ja, kann man auch mal sagen. Ne? Eine letzte Sache wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil das in der Praxis eine Relevanz hat, für mich zumindest. Ich benutze sehr gerne den Double Tap, um in den Pass-Through zu kommen. Ja? Ich liebe den Pass-Through der Pico. Auch wieder jammern auf hohem Niveau, das kann man auch im Menü einschalten oder so. Aber es ist eine Kleinigkeit. Ne? Beim Originalcover mache ich so tipp und bin da. Und bei ihm hatte ich immer das Gefühl, komm schon Junge, ich bin da. Ansonsten macht er hier tatsächlich den Job, den es erwartet mit den Abzügen, die ich jetzt persönlich als Brillenträger auch wahrnehme. Ich kann es rundherum empfehlen und tatsächlich habe ich auch sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von euch da draußen, die eigentlich alle damit happy waren und sich sehr gefreut haben, dass es endlich eine Alternative gibt. Was sich mittlerweile geändert hat im Verhältnis zu meiner ersten Empfehlung, als ich noch in Indonesien war, da konnte man es nämlich nur hier direkt bei AMVR für 33,55 € bestellen. Allerdings, wenn ihr über meinen Link geht, den ich euch auch unter dieses Video wieder machen werde, mit dem Couponcode MO, spart ihr auch noch 5%. Mittlerweile gibt es aber auch easy bei Amazon zu shoppen. Ja, da kostet es allerdings dann 40,99 €. Ist ein bisschen teurer. Wenn ihr es richtig eilig habt, habt ihr es aber einfach sehr schnell zu Hause. Hier habe ich leider keinen Couponcode, der euch das irgendwie günstiger macht. Allerdings ist auch das, wenn ich euch das hier verlinke, ein Affiliated-Link, ja, sowohl als auch bekomme ich von den Verkäufern Prozente und damit unterstütze sogar noch diesen Kanal. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt,
dann schreibt ihr sie bitte einfach unter dieses Video. Dann werde ich noch rausfinden, was ihr wissen wollt über das Cover. Ich hoffe nämlich, dass ich ansonsten alles Wichtige erzählt habe. Von mir hat es die Empfehlung. Dann würde ich mich noch über ein Wabki freuen. Ihr wisst es, unser neuer Name für Däumchen. Ihr habt den Kanal hoffentlich schon abonniert, denn im nächsten Video gucken wir uns diese Kollegen hier an. Genau. Bis Densmo Tensmo von WA. Immer für euch da. Bye bye. Sky, auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo von VR.